Meine Damen und Herren, willkommen zur 4. Folge von Voice of Cards, der Isle Dragon Roars. In der letzten Folge sind wir endlich nach Trimas kommen. Habe ich vergessen, die Karten zu lesen, weil ich habe gedacht, es würde zu viel Zeit fressen, weil ich 2 Folgen gebraucht habe und immer noch nicht in der zweiten Stadt angekommen bin, was ein bisschen peinlich ist. Und wir jetzt gerade in einem Dungeon rumeiern. Hab mir gedacht, passt, kann herkommen. Müssen uns jetzt hier umschauen. Alle Gegner geschwind töten. Oh, sehr gut, vom rechten brauche ich eigentlich noch den. Ich glaube, er ist tot. Ja. Die Rückseite von der Karte brauche ich vom rechten nach. Frostblitz. Bitte der 5, komm schon. 5. 10. Und Crit auf Kampf. Ja, du kriegst genau einen Deckel, du bist tot. Sorry, aber du bist nicht mehr wert. 27 Schaden hergebracht. Nochmal, ich töte den. Good work. Ja, Rückseite von oben. Ich glaube, dass ich jetzt endlich nicht drauf vergesse. Sammlung. Gegner. Einmal haben wir den Pilze bekommen. Die Unholde des Waldes. Sie vermehren sich durch Sporen, mit denen sie erlegte Beute bedecken. Die anderen Monster des Waldes fürchten ihre rasche Ausbreitung. Auf der Rückseite von Menschen des Waldes werden sie für ihre nahrhaften Körper geschätzt. Sie legen die Kadaver von Monstern aus, um später die Pilze einzusammeln, die darauf wachsen. Oh. Dann haben wir dich. Gefährliche Wesen, die ihre gigantischen Steinhämmer mit Leichtigkeit schwingen. Andere Monster fliehen, wenn sie ihre Schritte hören. Tief in ihren Höhlen widmen sie sich dem Training ihrer Muskeln. Etwas zu klein geraten, sondern werden oft von einander gehänselt. Oh, das ist ein dicker Move. Dann haben wir die Habien. Habier, ein männliches Exemplar dieser Monster, hat kaum jemand gesehen, da sie das Nest für ihre Jungen hüten, während die Weibchen auf die Jagd nach Beute draußen herumstreifen. Die Fäden ihrer Jungen erzielen als Luxusgut hohe Preise. Ein sicheres Zeichen für die Aktivität von Wilderern sind die Überreste der Männchen, die die Nester verteidigen wollen. Dann haben wir die Dryade. Sie bezeichnen sich selbst als Popstars des Waldes. Das Singen lieben sie so sehr, dass man bei Vollmond meinen könnte, sie veranstalten tief im Wald ein Konzert. Wenn Tiere die Lieder der Dryade erklingen hören, rennen sie sofort um ihr Leben. Jene, die sich von den Klängen vereinnahmen lassen, wachen nie wieder auf. Und Skelette haben wir noch. Menschliche Überreste, die aus den Gräbern der Friedhöfe kriechen. Wurde ihr Groll auf die Lebenden gestillt, zerfallen sie wieder. Ein Pärchen, dem zu Lebzeiten das Glück verwehrt blieb, fand in skelettierter Form die Liebe nach dem Tod. Oh, das ist nett. Gut, dann würde ich mal sagen, oh, eine Schatztruhe, sehr gut. Ja komm, ihr könnt mir nichts mehr anhaben, das weißt du so viel wie ich. Frostblitz auf dich. Ah, schade eins noch. Genau tot. Und eine Rollklaue auf dich. Ah, genau 17 Schaden. Und weiter. Nehmen wir wieder rechts. Ein Wiederbeleber. Sehr gut. Eine Schatzkiste. Paralyse-Schutzring. Hat eigentlich Marine einen Ring drauf? Nee, da. Jetzt runter. Einen schützenden Ring mit +2. Sie hat 10, 16, 12. Was machen wir?
Oh, der Feind greift mich an. Oh, bitte, nein, tu das nicht. Nein! Oh, das hat einen Schaden gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Rundumschlag. Hoffentlich stirbt der Oger. Genau um 1 nicht. Herrgott nochmal. Oh nein. 3 Schaden. Noch eine Heilung drauf. Ich will sowieso voll leben am Ende von der Runde. Vom Kampfbereich. Dead. Tja. Level up. Yes! Schatztruhe, sehr cool. Natürlich denke ich jetzt alles auf. Ich denke jetzt vorher noch weiter auf, bevor ich jetzt irgendwas anfasse. Feuerball sollte, glaube ich, töten. Na doch nicht. Tackle-Attacke. Los geht's. Die wissen nicht meine Wohltätigkeit zu schätzen. Fast tot. Ganz tot. Oh mein Gott. Die waren überdead. Schatzkiste. Scheint niemand mehr zu sein. Don't hold back. Rechts. Donnersturm. Wieder mal. Passt. Und eine Tackle-Attacke, das war's. Donk. Batsch. 19 Schaden. Und nie dem gefunden. Nehmen wieder links. Wiederbeleben wieder. Ich glaube, man geht langsam die Plätze aus. You make to open the chest, but an ominous voice echoes around you. I will not relinquish my hoard. The next instant, something leaps at you out from the darkness. Okay, bring it on. Sag jetzt nicht, das ist das Pärchen, was wir gelesen haben von dem Skelett, wo gestanden ist, dass sie in ihrem Nachleben die wahre Liebe gefunden haben. Das wäre richtig dick Move jetzt vom Game.
anhält, das ist unfähig, das zu machen. Okay, das ist schlecht. Was soll's? Okay, halt sich 4. Paralysezuschauer. Autsch. Okay, Paralyse. Heilung da drauf. Noch ein Feuerball. Autsch. Deckel. Gießen weg. The monster defeated, you turn toward the treasure chest. And see those Ivory Order jerks rooting through it. Diese kann's. Okay, jetzt killt's. You rush over, but you're too late to stop them. Sweet of you to take care of the monsters for us, trills Winifred, favoring you with a smile. Tucking the spoils from the chest safely into a bag, the Ivory Order trio stroll away whence they came. Knowing you couldn't stop them if you tried, you can do nothing but stand slack-jawed and watch them go. Das ist ein Blödsinn, ich jetzt besiegen können. Leicht sogar. The chest is empty, save for a ragged doll. Nice of them to leave us the trash, you grumble in irritation. For some reason, Melanie picks up the ragged doll. Okay. Your shoulders slump. All that effort, and this is all you get to show for it? You find nothing else even close to treasure. Hope Cypri is ready for bad news. Leave now would be the fastest way out. You decide to stay and explore the cave a little longer. Ja, hab ich noch vor. Da unten interessiert mich nämlich noch was. Oh, damn it! Da hinten noch irgendwas wäre, wie zum Beispiel ein dritter Floor, wo sie nicht hingegangen sind. Weil sie sich angeschissen haben, wir Penner. Ja, ich will Trima betreten. Kann's. Vor muss ich in einem Spiel mit Skills vorher mal einem Unmut Fred laufen lassen. Nein, ich will es herausfinden schon. 1 bis 8 mit Skills aktiv. Gegen 2 Gegner. Nix. Lass uns zuerst beginnen. Also ich bin letzter.
Oh. Ja, will ich. Der Effekt ist nämlich nicht mal so schlecht. Ja, hab ich voll geschleimt. Haha. Das ist eine Karte, ne? 2,6 aber. Bringt dir noch nichts. Jupp, eine Karte mehr bitte. Du darfst eine Runde aussetzen. Oh, nicht schlecht. Das heißt, wenn er keine 4 würfelt, muss der Typ 2 Runden lang sogar aussetzen. Hä? Autsch. Dass da beide gleichzeitig einsetzen, ist ein bisschen nervtötend gewesen. Der hat eine ziemlich gute Kombo direkt. Das Ziel erscheint nur, wenn du dieselben Karten kriegst. Passt. Ich 3 Karten diese Runde. Oh, schade. Wahrscheinlich hat den Assen hinlegen. Er hat das einfach weggeschmissen, ich glaube, ich werde nicht mehr. Das hat er bis jetzt nicht einmal geschafft. Ah, das ist jetzt also einfach so an. Okay. Komm schon. Mit 2, Leute, komm. Ich bräuchte dann die 7, dass ich noch gewinne. Ah, der darf. Da wäre die 7 gewesen, die ich gebraucht hätte. Danke.
wir es jetzt geschafft hätten, wäre ich ein bisschen mich jetzt lang gepisst gewesen. Das was, schmeißt die 8 weg. Bitte schmeißt die 8 weg. Dankeschön. Bringt nichts. Oh, eine 4. Ja, so ist. Ich habe gerade selbst ins Knie geschossen. Wie hart kann ich mich bitte selbst töten? Ich bin der Letzte, Alter. Jetzt ist es ein Lucky Boy. Geh mal einfach da. Don't let it get you down. Shut Come the play again, fuck up. says the boy, waving. Mit der eigenes Kamera. Okay, das Gute ist, wir gehen hier rüber zum Monsterhändler. Servus. Were you able to find my treasure? Cypri asks. This is all we found, says Melanie, withdrawing the ragged doll. Cypri's eyes widen as soon as he sees the doll, and he reaches out to take it. Without breaking his gaze away from the doll, he begins to speak. Cypri tells you he gifted this doll to his young daughter a long time ago, but she fell gravely ill and died. Oh, Since then, Cypri has treasured this doll as he treasured his daughter. Then the monsters took it from him. Cypri turns to Melanie, his head bowed deeply in gratitude. So you reclaimed the treasure by complete accident. You step closer to Cypri. What do you know about the dragon? You rudely inquire. Cypri gestures as if to say, let's not get ahead of ourselves. warte, was ist das? Sollen wir auf den weißen Orden warten, dass der umsonst den ganzen Scheiß kriegt? Far to the east of town is a place called Unionville, where monsters and humans live together in harmony. According to Cypri, you might be able to learn something there, as the dragon and monsters are not totally unrelated. Upon hearing that, you turn on your heel to leave. Cypri calls out to stop you. Journeying to Unionville entails traversing the dense expanse of the bewildering wood. You'll need this, he says, and holds out something for you. Okay, no, Karina. You won't make it through the bewildering wood without it, Cypri says. Your sights set on the distant Unionville, you resolve to navigate through the bewildering wood. Oh, Monsterforschung freigeschaltet. Lesen wir gleich die Karte. Jetzt vergesse ich wieder drauf. Charaktere. Die 3 Set Kants. Dieser exzentrische Monsterforscher wird von den Bewohnern der Stadt liebevoll Copa genannt. Er behauptet stets, dass er zum Wohl seiner Tochter Monsterforschung betreibe, doch die hat noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Oh oh. Egal, wir gehen einfach, okay? Wir gehen einfach. Ja, ich möchte gehen. Und wie ich treffe jetzt diese Trash. With his 3D heaven, the deus fell its heavy
ich aus Versehen den Irrwald geklärt, obwohl ich nicht klären sollte. Am Anfang. Ja, ich weiß, dass ich die ändern kann. Es geht mir um den Geschmack, es geht darum, dass die Leute sich nur das Basisspiel kaufen, sollen sie das Basisspiel sehen. Es wäre jetzt nicht beschissen, wenn ich jetzt angeben würde, ja, ich habe jetzt die Ultimate Edition gekauft oder sowas. Das schaut irgendwie blöd rein, in meinen Augen. Dass ein paar Leute sich entscheiden, ja, ich habe aber keine Lust mehr jetzt die Ultimate Edition zu holen und da haben wir den normalen. Und das reicht den meisten Leuten auch aus. Muss ich angeben, deswegen. Ja, ich habe den hier bereits durchquert. Irgendwas. Ich habe bereits genug HPN-Daten. Ursprung der Stimme finden. Ja. Im Schnee. Ist das kalt? Und wir kriegen für Gold 400. Alright. 20.000 ist immer noch mein Ziel für die Waffe da. Der Feind greift mich an. Oh no, please, do not attack me. I am so scared. Nice work. Ein Feuerball. Das ist ein bisschen nervig, würde ich sagen. Let's do this. Mal der Schwertstreich. Ein Feuerball. Ach, leider nicht gestorben. 3 Schaden hast du. Sehr gut. Schwertstreich, du bist tot. Das ist so eine Nummer. Oh, da hat er gefunden. Diesmal über die linke Seite. Dicke aber. Aus dem Klang des Volkes. You hold the woodland flute you received from the good doctor in Thriston. Ah, ja, will ich. Doot 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 doodly doot 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 doo. You blow a handful of pleasant enough notes into the woodland flute. You soon become aware of accompanying percussion, which reveals itself to be a series of impeccably timed footfalls racing toward you. Ah, okay, let's check jetzt von der Seite. A young woman appears before you. That was absolutely dreadful, she whinges, her jaunty gait betraying her enjoyment. Okay. She calls herself Riddis and declares herself a woodlander, resident of the bewildering wood. I don't give a crap. By sheer coincidence, the flute on which you played those notes was one designed to call the woodland people to your side. Cool. Stunned by your good fortune, you ask Riddis to lead you eastward out of the forest. What luck! She agrees far more readily than you ever anticipated.
But, she continues, extending her hand, you'll have to hand over the woodland flute first. Wenn ich sie dir gebe, rennst du weg. Verhandeln. That'll cost you 1,000 gold pieces, you say smugly. Huh. You never miss a chance to earn some coin, do you? Ugh, it's always about money with you travelers, she snorts derisively. Her face contorts in disgust. She reaches into her cloak. Hey, what about my money? Before you can finish your thought, Mars' tongue whips across your hand, snatching the fruit and sliding it into his gullet. Ridis gasps. How could you let him do that? Just one of those fruits sells for 10,000 gold pieces, she shouts. So you can pay me back for the fruit your little friend stole, or you can hand over that flute, she says, pressing her case. I think you've lost this one, Melanie says. You look down at Mar, who seems quite pleased with himself. I suppose I have, you sigh in resignation. You begrudgingly hand the woodland flute to Ridis. Ridis plucks the woodland flute out of your hands with glee and begins playing it as she skips away. Sie rennt weg. Ouch. Well, playing is a generous term. It sounds as though she may as well be murdering the poor thing. Ja, setz dich so an. Ridis makes it clear that the fastest way out of the woods is through woodland, where she lives. It's that-a-way, Ridis says gleefully, pointing past the stela before you. Oh, nice. Ja, will ich. Ich habe an die 6.000 Gold, die... Welcome to Woodland, Ridis says, gesturing out over the village. Now, if you'll excuse me, I'm quite busy for the rest of the day, so you'll have to wait till tomorrow to leave the forest, she says, and makes her way home. Juhu. Welcome to the forest oasis, the man greets you warmly. Freundlich. You happen upon a man greedily guzzling well water. Could it truly be that much better than ordinary water? Hey, wir haben mal Rücksatz vom alten Mann bekommen. Oh Gott. Was steht bei dem auf der Rückseite drauf? In jungen Jahren versprach er seiner Frau, sie bis ans Ende ihrer Tage zu leben. Ein halbes Jahrhundert später hat er diesen Schwur nicht gebrochen. Als seine Frau auf dem Krankenbett liegt, nimmt er ihre Hand und seufzt, während er an die lange Zeit mit ihr zurückdenkt. Bald hat er sein Versprechen endlich erfüllt. Das klingt irgendwie dickisch, muss ich sagen. Ein bisschen dick. Muss ich sagen. Das könnte kaum erwarten, dass sie endlich abkratzt. Jo. Schilderschwert ausgerüstet. Kampfklauen. Kauf und ausrüsten. Rittersharnisch. Kauf und ausrüsten. Stahlkürbis erledigt. Das braucht sie nicht.
Abenteuersachen. Komischerweise würde man das plus eine Stärke sogar geben. Nee, das ist nicht wert. Ich will kurz eine Ausrüstung durchgehen, wie ich alles verkaufen kann. Ja, Eisenkran kann ich einmal verkaufen. Und den Eisenharnisch kann ich einmal verkaufen. Oh ne, warte. Ding noch. Meine normalen Ausrüstungssachen. Meine Items. Habe ich 29 von 30. Holy shit. Nee, ich muss mindestens schauen, dass ich eines von allen dabei habe. Also wir geben einen Wiederbeleber her. Den Stahltrank habe ich ein Stück, Ölkanne, Fackel, Lebenselixier, kann man noch alles her. Ein Antikörper-Elixier geben wir her. Und ein paar von kleinen Heiltränken geben wir auch her. So, 5 kleine Heiltränke, 2 mittlere, 2 Gegengift, Riecherbolle, passt. Und wieder 6 Punkte, 6 Bereiche Platz für andere Sachen. Nee, ich will raus hier. Beziehungsweise will ich hier Wanderleuten reden. This shortcut is reserved for use by woodland citizens only, the guard barks, clearly unwilling to let you pass. Apparently she's heard rumors of the dragon destroying another town somewhere. Our village would burn down so easily, she mutters, perhaps a bit more afraid of the symptom than the cause. You learn that Ridis's family is mired in debt and living hand to mouth, and I know how they got in so much trouble. The rumor. We are not in the business of meddling in the personal affairs of others, Melanie says curtly, cutting her off. Ich wollte es aber wissen. Ich hätte mir helfen können. Ohne dass wir sie direkt darauf ansprechen müssten. Ja, ich möchte in Viris Haus einbrechen. All right. You take note of a woman who appears quite ill. As it turns out, she is none other than Ridis's mother. She is in no small amount of pain. Will you give her something to ease her suffering? Davon kann ich ihr, weißt du was, geben wir ihr einen Antikörper. The item you've proffered has no... But I appreciate the thought, all the same, she says with a smile. Ridis's mother hands you mysterious card 3 as a token of her gratitude. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich wollte sie mich heilen. She begins speaking of Ridis, who has been preparing the medicine that helps her get through the day. She blames her illness, and therefore herself, for making Ridis's life so difficult. The more she talks, the more her face drops. Ridis pores over a book while practicing on the woodland flute. She remains dreadful at it. The instant you begin speaking, she nearly leaps out of her skin and hides the book. She somehow hadn't noticed you. I thought you were the debt collectors. You can't sneak up on me like that, she stammers, struggling to regain her composure.
Okay, da hat nichts geändert. Ich habe jetzt mit jedem, glaube ich, geredet. Also okay, ich war noch nicht im Itemladen. Das ist was Neues für mich. Davon sollte ich mir vielleicht 2 kaufen. 800, holy shit. Ja, was war's wert, muss ich sagen. Dann kann ich nach Spielerhaus gehen, kurz einmal. No. Apotheke. Hast du irgendwas Neues für mich? Keine Antikörper. Wiederbeleber. Ist nichts. Been a while since we've had any outsiders, the innkeeper says, beckoning the party inside. It turns out this inn is simply a place where the poor, lost souls trapped in the bewildering wood may recover. You may stay as long as you like, free of charge. Da muss ein Haken geben. Ich möchte morgen nicht ohne meine Organe aufwachen. Welcome. 100 gold pieces will get you wherever you're headed. The masters. You will be instantly transported to any location you've previously visited. Travel for 100 gold pieces? No. Au. Okay, das war's auch nicht. Ja, da kann ich eigentlich nur noch mich ausruhen. The wooden dining table practically groans under the weight of the platters upon it, all brimming with meats and vegetables from the bewildering wood. I've certainly earned this, you say to yourself, as you slide into your seat at the table, positively drooling over the feast before you. Melanie takes no note of your boorish behavior, uttering a small prayer of thanksgiving before reaching for a plate of vegetables. Mar sits, eyes fixed on the food upon the table, statuesque in his stillness. What a good boy. 3 seconds later, Pandemonium. God fucking damn it. Hast du wenigstens die Teller lassen? Mar clears the entire table in a matter of seconds, even emptying the water barrel in a single gulp. He lets out a self-satisfied burp that sends a small jet of just drank water arcing out onto the floor. The sun sinks low, and the day draws to a close. Mann, du verfressene Sau. A scream pierces the silence. Fire! You leap out of bed, adrenaline coursing through your veins. The others follow suit, and before long you've burst through the front door and into the street. Riddis's house is ablaze, a nearby villager Wir müssen screams. die Mutter retten auf der Stelle. My mother is still inside, Riddis shrieks, darting past you to fetch water from the well south of the village. Der sollte mich einfach reinrennen. Au. Der Penner hat alles ausgesoffen, oder? Riddis is gathering water in an attempt to fight the blaze all on her own. Das ist jetzt eine wichtige Sache. Maren ist ein Monster. Ihr werdet es nicht verstehen. Ich bin technisch wie
Chloe kann Wassermagie. Ja, ich versuche zu helfen. You toss a nearby bucket into the well and haul it up by the rope. Rather, you attempt to, but thanks to Mar robbing you of a meal, your strength fails you. Mar's eyes light up. He scrambles over the edge of the well and sucks the well dry in an instant. I fucked up, didn't I? He pokes at his swollen belly and gestures toward Ridis's house, as if to say, "Get me back there, quick." Maren! Number one, let's go! Quickly, put it out. You have to put it out, Ridis screams at Mar. Mar douses the house with the water he sucked up from the well. The fire is reduced to mere embers, and all is well. Or so you think. Something darts out from behind the house and attacks. Oh no. Bitte alle Mitstreiter. Ups. Alle Mitstreiter. So von uns, okay. 99 Runden lang. Frostblitz. Yes. Nichts tun. Nichts tun. Du kriegst 5 Meter zu. Der Herr der Stunde. Okay, das ist gut. Frostblitz. 7. Oh, sehr cool. Frostblitz nochmal. Ich mach noch einen Flipper. Komm schon. Yes. Moving. Jetzt greifen wir mit rein. Was ist das? One-Shot, das ist mehr oder weniger. Goodbye. You did great. 500 XP. Hätte ich das Vieh überhaupt besiegen sollen? The fiery beast dispatched, you return to putting out the last of the blaze with Mar's help. Ridis's mother, now safe, tells you the creature came out of nowhere and set the house aflame. What would bring a creature of fire to a place like this, you wonder? Waren es die Lohnhaie? Wirklich Massenmord. Light breaks on a new day, and the commotion of the fire feels but a nightmare. You lead your party to Ridis's house to ask for safe passage out of the bewildering wood. Deine Mutter nehmen wir mit. Oder nein, noch nicht. Ich will hier kurz auch umschauen, ob vielleicht irgendwo Leute dazukommen sind. Nein. Though spared from complete collapse, Ridis's home has been thoroughly scorched. Ridis's mother tells you she was once deceived by a crooked merchant and plunged into debt. Ridis has been working to repay the debt ever since her mother took ill.
You lightly press your thumb and forefinger to the corner of each eye, a mixture of sadness and anger swirling within you. Hey, wir haben die ganzen Sachen für die Mutter freigeschalten. Schauen wir uns gleich mal an die Karte. Karte. Virus Mutter. Virus Mutter wohnt im Walddorf. Entweder zieht sie das Unglück magisch an oder sie lässt sich zu leicht über den Tisch ziehen. Jedenfalls muss sie schon viel Leid auf sich nehmen. Sie lässt sich von ihrem Pech nicht entmutigen, da sie all die Jahre über gelernt hat, Betrug gegenüber abzustumpfen. Das klingt irgendwie nicht gerade gut. Lass mich kurz speichern mal. Ridis sits alone in one of its rooms, the air thick with the smell of char. There shouldn't be any fire creatures for miles, she grumbles. She says the monster appeared while she was playing the woodland flute last night. As to why any monsters, let alone fire monsters, appeared, well... Despite the circumstances, you ask Ridis to lead you out of the bewildering wood as promised. I did promise that, didn't I? She says wearily, rising from her seat. The poor girl is clearly still in shock. Why do you want to venture out beyond the bewildering wood anyway? She inquires, as she gathers this and that in preparation to leave. We are in search of the dragon, you say valiantly, adding, the reward will be significant should we defeat him. Honesty is the best policy. Sounds like a real risky way to make a living, she replies flatly, feigning interest. A group of Ivory Order people came through here just the other day, she explains. Wie haben's die hierher geschafft, wenn sie nicht diese Flöte hatten? You connect the dots with malice. Those three, you seethe. At last, Ridis is ready to depart for the edge of the bewildering wood. Okay. 3 Charakter kann maximal beitreten, aber was dacht. Ja, weil ich wissen will, wie sie ausgerüstet ist und welches Level sie hat. Marin ist 4 Level unter uns. 16 Stärke, 9 Abwehr, 11 Speed. Ich schau mal an, was sie kann. Aber die Durchquerung, meine Damen und Herren, machen wir es in der nächsten Folge. Ich möchte euch allen danken, dass ihr euch Zeit genommen habt für diese Folge, dass ihr euch sie angeschaut habt. Falls ihr Probleme habt oder falls euch etwas, was eine Änderung schön wäre, wie ich ja vorher angesprochen habe, ich habe mir die teure Edition gekauft, ganz einfach, weil mir das Spiel gefallen hat. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen freigeschalten. Falls ihr wollt, dass ich das mit den Materialien durchspiele, dann kann ich das machen. Schreibt es einfach in die Kommentare, beziehungsweise hoffe ich halt, dass ihr auch in der 5. Folge wieder hersetzt und euch alles anschaut. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Leben. Wir sehen uns in Folge 5 von Voice of Cards, The Isle Dragon Roars. Ciao!